So Freunde, dann wollen wir mal starten hier. Wie immer, Jahr für Jahr finden wir uns wieder zusammen. EAFC24 hat also die Nominierten hier rausgebracht. Torhüter, Verteidiger, Mittelfeld, Angriff. Diesmal sogar mit einem Frauenteam. Wir machen aber nur das Männerteam. Ich muss dazu sagen, dass auf einigen Positionen dieses Jahr eigentlich gar kein Diskussionsbedarf besteht. Auf einigen muss man natürlich so ein bisschen abwägen, ob man ein bisschen was für die Bundesliga tun möchte. Aber auf der anderen Seite ist es auch egal, wen du in dein Team reinvotest, weil EA macht was sie wollen. Die werden wahrscheinlich gucken, welche Spieler am häufigsten gespielt werden, welche Spiele lassen sich gut in-game spielen. Auf der einen Seite möchte man natürlich auch diese Karten haben, auf der anderen Seite möchte man das auch ein bisschen fair irgendwie machen und dass das irgendwie fair abläuft. Aber du kannst es eh nicht jedem recht machen, jeder hat einen anderen Geschmack, jeder hat eine andere Ansicht. Das fängt schon im Tor hier an. Wir haben unter anderem Alisson und Ederson mit dabei, der natürlich die Champions League gewonnen hat, der Meister geworden ist mit Man City. Wir haben aber auch einen Kobel mit dabei, der Dortmund quasi in jedem zweiten Spiel den Arsch gerettet hat. Wir haben auch einen Marc-André ter Stegen mit dabei, der jetzt leider verletzungsbedingt erstmal ausfällt, aber es geht ja um das ganze Jahr 2023. Und da hat er halt unter anderem auch richtig gute Leistungen, nicht nur bei Barca gezeigt, Nationalmannschaft, wenn er denn mal gespielt hat, ist eigentlich auch ziemlich stabil, ist von den Werten her, glaube ich, einer der besten Torhüter auch nach wie vor in Europa. Aber auch ein Jan Oblak zum Beispiel ist immer noch auf sehr hohem Niveau unterwegs, der wird wahrscheinlich aber nicht das Team of the Year beginnen hinten. Also entweder wird es wahrscheinlich Ederson werden oder Alisson. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ter Stegen oder Kobel oder irgendwer anders das hier macht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man ter Stegen hier rein tut. Ederson, ich mache jetzt einfach mal aus deutscher Sicht, mache ich mal Marc-André ter Stegen rein. Ich finde, der hat das ja verdient. Es hätte aber auch Ederson verdient. Ihr seht, das ist schon richtig schwer, alleine beim Keeper. Von daher, ja, schauen wir mal. Schreibt mal unten rein, wenn ihr ins Tor stellen würdet. Bei der Verteidigung, finde ich, ist es schon ein bisschen klarer und ein bisschen deutlicher. Für mich auf jeden Fall muss da Ruben Dias rein. Der hat das ganze Jahr über lang wieder bei Man City richtig gute Leistung abgeliefert. Klar, auch er Meister und Champions League-Sieger, aber hat auch so richtig gute Werte eigentlich, was das betrifft, wenn man danach gehen möchte. Und man muss ja eigentlich danach gehen, wenn man halt sich so ein Team zusammenstellt. Aber wir haben halt auch noch einen Van Dijk mit dabei, der auch eine sehr solide Saison und solides Jahr gespielt hat, aber auch einen Trent Alexander-Arnold, immer wieder. Wobei den würde ich eigentlich ein bisschen offensiver hier sehen. Also so ein rechter Außenverteidiger, der interpretiert ja die Rolle ein bisschen anders. Wir haben natürlich auch aus der Bundesliga Grimaldo, wir haben Frimpong mit dabei, Dante zum Beispiel, da habe ich mich am Anfang auch gefragt, was der da zu suchen hat, aber habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Und der ist wohl zumindest bei den Nominierten da verdientermaßen drinnen. Di Marco zum Beispiel ist auch von der Statistik her ja einer der besten in der Serie A. Das habe ich zum Beispiel gar nicht so mitbekommen. Aber auch ein Min-Jae Kim, den ich da glaube ich auch mit reinnehme. Nicht nur weil es aus der Bundesliga ist, einfach weil er auch bei Neapel natürlich noch ein halbes Jahr gut gespielt hat. Ne? Und er war auch unter anderem ein Stützpfeiler dafür, dass Neapel Meister geworden ist. Nach so vielen, vielen Jahren in der Champions League auch relativ weit gekommen ist bis ins Viertelfinale. Und halt auch einfach solide spielt. Klar, ein Van Dijk kannst du auch reintun, der war aber auch letztes Jahr schon drin. Der wird es wahrscheinlich dann auch wieder werden. Wir haben auch hier zum Beispiel einen Martinez Quarta, den habe ich zum Beispiel auch nicht verfolgt von Florenz, deswegen ist das jetzt für mich ein bisschen überraschend. Jules Koundé, Gaia, die werden es nicht reinschaffen. Vielleicht kriegen sie ja diese Nominee-Karten, diese Fake-Totis, die man dann sieht aus den Packs. Ich würde einfach, ja, um die Bundesliga da mal ein bisschen gut zu vertreten, würde ich hier Frimpong reintun. Und Grimaldo auf die andere Seite. Grimaldo, der war natürlich noch ein halbes Jahr bei Benfica, da habe ich ihn jetzt nicht so beobachtet. Aber auch Di Marco von der Statistik her, wie gesagt, das ist, glaube ich, der beste Verteidiger mit so gewesen von den Vorlagen und von den Toren her. Der hat ja mal ein sensationelles Tor aus 50, 60 Metern geschossen von der Mittellinie. Den hat man halt so gar nicht auf dem Zettel. Von daher wäre das mal eine Überraschung. Theo Hernandez, ja, kannst du auch reinnehmen. Das wäre zum Beispiel eine Karte, die könntest du in-game richtig gut spielen. Aber ich möchte ja so versuchen, so weitestgehend eigentlich hier fair das irgendwie zu machen, aber ganz fair kriegst du es halt eh nicht hin. Also ich würde hier Grimaldo auch mit reinnehmen. Die Flügelzange von Liverpool, da ist die Bundesliga gut vertreten, glaube ich. Auf anderen Positionen mache ich dann, glaube ich, ein paar andere rein. Aber ich weiß nicht, wie ich das Team morgen aufstellen würde. Und wenn ich nochmal wählen würde, würde ich wahrscheinlich ein paar andere Spieler aufstellen. Aber das jetzt zu meinen Verteidigern. Gehen wir rein ins Mittelfeld. Da gibt es für mich unter anderem überhaupt gar keine Diskussion, dass Rodri hier mit rein muss. Einfach auch ein großer Stabilisator und auch ein großer Stützpfeiler, eine große Stütze auf dem Weg zum Champions League-Titel, was der auch alles ja abspult. Ich glaube, die Statistik alleine muss man mal sehen. Ich glaube, Man City hat im ganzen letzten Jahr irgendwie 3 oder 4 Niederlagen oder in den letzten Monaten. Und das waren immer Spiele, wo Rodri halt nicht da war, wo er halt entweder verletzt war oder gesperrt. Und genau diese Spiele hat dann Manchester City auch verloren. Ich glaube, das zeigt seine Wichtigkeit. Dann De Bruyne, da scheinen sich auch so ein bisschen die Geister. Der war auch eine Zeit lang verletzt, hat aber immer noch eine überragende
Statistik, ich suche ihn gerade, auf jeden Fall Jude Bellingham, obwohl ich ihn jetzt hier noch nicht finde, aber der muss auf jeden Fall auch mit rein. Also ich meine, bei Real, wenn du da als Mittelfeldspieler mit 15 Toren, glaube ich, und 2-3 Vorlagen, also auf jeden Fall mit 17 Assists, bester Torjäger bist, als Mittelfeldspieler bei Real Madrid, das heißt schon einiges. Also der hätte die richtig im Rucksack. Auch bei Dortmund hat er noch das halbe Jahr überragend gespielt. Also für mich gehört Jude Bellingham auf jeden Fall da rein. Von den ganzen 11 Leuten auf jeden Fall 110%. Gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Rodri dann auf jeden Fall. Ja, und wen stellst du dann daneben? Gündogan hat auch gut gespielt noch bei Man City, hat auch da die Champions League gewonnen. Musiala natürlich. Granit Xhaka kannst du da auch mit reinnehmen. Florian Wirtz, De Bruyne ist halt auch so ein Standardding, ne? Der wird wahrscheinlich auch mit reinkommen, ob ich ihn jetzt hier aufstelle oder nicht. Von daher nehme ich ihn mal mit rein. De Bruyne, das ist schon ein sehr, sehr stabiles Mittelfeld. Ich glaube, das würde ganz gut reinkicken, würde ich ganz sagen. Und jetzt schauen wir mal, was sich bei den Stürmern noch machen lässt. Und bei den Stürmern bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Wir haben ja eine Petition gestartet, dass Guirassy auf jeden Fall mit rein muss. Also mein Daumen und mein Vote hätte Guirassy auf jeden Fall. Aber jetzt hier für diese 3 Stürmer vorne würde ich natürlich auf jeden Fall Haaland mit reinnehmen und Mbappé. Ist zwar langweilig, klar, aber wenn man wirklich nach Statistik geht und nach dem geht, was wer verdient hat, dann muss auf jeden Fall Haaland mindestens mit rein. Der steht auch jetzt wieder schon bei 15 Toren. Mbappé, auch durch die Nationalmannschaft alleine bei Paris. Der wird ja höchstwahrscheinlich nächstes Jahr oder diese Saison noch wechseln. Also dieses Jahr wahrscheinlich im Sommer zu Real oder halt auch nicht. Mal gucken, wie dieses Transfertheater noch zu Ende geht. Harry Kane hätte es natürlich auch 100%ig verdient. Den würde ich auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Also das sind schon 3 richtig, richtig heiße Stürmer mit da vorne. Guirassy ist natürlich für die Stuttgarter ja, alleine geil. Der hat vor einem halben Jahr noch gegen den Abstieg gespielt. Und jetzt ein halbes Jahr später ist er im Team of the Year nominiert zumindest. Vielleicht, ich glaube nicht, dass er mit ins Team of the Year reinkommt, aber vielleicht bekommt er ja so eine Totti-Nominee-Karte, wie ich gerade vorhin schon mal erwähnt habe. Das sind dann halt die Karten vom Design her, die ihr jetzt hier seht. Bisschen abgeschwächt, aber auch eine richtig gute Bewertung dann. Guck mal, hier war noch zum Beispiel Kvaratskhelia, Victor Osimhen musste eigentlich auch mit reinnehmen. Der hat Neapel quasi gefühlt alleine zum Meistertitel geschossen. Ronaldo, Messi sind natürlich auch immer mit dabei. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Ronaldo und oder Messi, ich glaube nicht, dass sie zusammenkommen. Vielleicht kommt auch Messi rein, anstatt Harry Kane zum Beispiel. Aber ich glaube, wenn beide nicht mit im Team of the Year drin sind, bekommt auf jeden Fall einer einen 12. Mann. Also irgendeiner als 12. Mann wird da noch mit reinkommen und dann wird es halt entweder Ronaldo oder Messi sein. Wie gesagt, ich würde wahrscheinlich morgen wieder ganz andere Spieler aufstellen. Ich würde auch gerne Guirassy mit reinnehmen, aber jetzt hier fürs Video einfach mal Haaland, Mbappé, Kane. Ich glaube, das ist ein gutes Team. Ihr könnt ja gerne mal euers unten reinschreiben, mir bei Twitter schicken oder bei Instagram oder hast du nicht gesehen. Schreibt mal eure Meinung unten rein und dann bin ich gespannt, was EA da hinzaubert, welche Karten wir kriegen. Ich glaube, in einer Woche geht schon los oder in 2 Wochen und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt mein Team. Könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen oder auch nicht. Kostenloses Abo, um meine anderen Projekte nicht zu verpassen, Glocke aktivieren und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuschauen.